echter Abenteurer, immer voller Tatendrang auf seinem YouTube-Kanal. Da geht es richtig ab. Outdoor-Messer, Ausrüstungstest, er kennt sich aus. Mit ihm finden wir das Beste. Er ist dem Mann vertraut, mit seinem Rucksack am Rücken, immer gut vorbereitet. Er erkundet ferne Länder, egal ob Tag oder Nacht. 再会。 Das war Guten Tag auf Chinesisch. Ja, hallo liebe Freunde. Ihr seht also, wir sind heute wieder mal fernöstlich unterwegs. Ich konnte es nicht lassen, ich habe mir schon wieder mal ein Messer bestellt auf Temu. Diesmal habe ich 8 Euro ausgegeben. Und was habe ich dafür bekommen? Dieses wunderschöne kleine Messer von der Firma CMGF. CMGF kennt ihr nicht? Macht nichts, ich kenne das auch nicht. Wenigstens eins der Messer, das mein eigenes Brand hat. Was bekommen wir nun für diese 8 Euro? Ein kleines 42A konformes Messer, was ihr mitnehmen könnt für eure Wanderungen oder was auch immer ihr so vorhabt. Aber ob es auch wirklich was taugt, das werden wir uns ganz genau anschauen. Ich lege es jetzt mal hin und dann schauen wir uns mal die kleinen Details von diesem Messer aus der Nähe an. Was mir als erstes aufgefallen ist, als ich es gleich aus der Messerscheide genommen habe: Der Hersteller hat das Messer ordentlich eingeölt. Ist auch schon ein Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich ein Carbonstahl ist und der Hersteller wollte nicht, dass das Messer schon beim Kunden ankommt und schon erste Rostflecken aufweist. Deshalb hat er sich die Mühe gemacht und hat es wirklich stark eingeölt. Mag ich eigentlich nicht so, wenn Messer so stark geölt kommen. Die Klingenlänge 10,5 cm. Gucken wir mal auf das Profil. Die Klingendicke ist so ca. 2,5 mm. Ich habe es jetzt nicht genau nachgemessen. Wir haben hier vorne eine Swedge, damit wir besser in irgendwelche Gegenstände stechen können. Das ist also schon mal nicht schlecht. Ich gucke mal, ob die Klinge scharf ist. Ja, keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Sie ist scharf, nicht extrem übermäßig, aber gebrauchsfähig. Wir haben hier ein klitzekleines Ricasso, also eine Schleifkerbe, und wir haben hier einen Guard im Metall, sodass ich einen gewissen Schutz habe beim Arbeiten. Ist jetzt nicht so besonders groß, aber immerhin besser ein kleiner Schutz als gar keiner. Die Griffschalen sind aus Kunststoff. Die Oberfläche ist angeraut. Ja, fühlt sich eher dem Preis entsprechend günstig an. Ihr wisst ja, dass die Haptik bei mir eine große Rolle spielt. Der Griff selbst ist von der Größe her für meine Hand super. Ich kann gut umfassen, liegt fest in der Hand, ich kann es gut führen. Habe auf der Oberseite auch noch so ein Chimping. Bin ich zwar kein Freund von, aber viele Messer haben das halt. Ich hätte gern lieber hier so eine kleine Daumenmulde. Da fühle ich mich wohler mit den Messern. Was hat das Messer noch? Hinten schaut noch eine Öse raus, wo ich meinen Lanyard anbringen kann. Und da es ja eigentlich auch ein Voll-R ist, ist das hier auch Metall. Und ich weiß nicht, ob das auch noch gleich als Glasbrecher dienen soll oder nicht. Das ist eine Funktion, die ich ja nicht bräuchte. Habe jetzt nochmal genau in die Specs geschaut von dem Messer. Muss mich leider korrigieren, ja, die Klingenlänge ist nicht 10,5, sondern 9,2 cm. Passt aber immer noch mit der 42A-Konformität. Gesamtlänge hat das Messer 20,3 cm und es ist 3,5 cm hoch. Der Winkel von der Spitze sind 50 Grad, falls es jemand ganz genau wissen möchte. Und in der Beschreibung vom Hersteller steht auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Liebe Frauen, ihr müsst jetzt alle stark sein. Dieses Messer ist geeignet für männlich. Tja, kannte ich bis heute auch nicht, dass es Messer gibt, die für männlich und weiblich geeignet sind. Aber das Messer scheint ja eindeutig geeignet zu sein für männlich. Wie das Messer aussieht, wissen wir jetzt. Was fehlt noch zu so einem Messer? Na klar, die Scheide. Die Scheide ist hier auch ein relativ günstiger Kunststoff, angenietet. Ist so eine Nylonöse, wo ich das an den Gürtel befestigen kann. Stecken wir das Messer mal rein. Oh, da merke ich schon. Ich habe es jetzt mal in beide Richtungen probiert.
was fehlt. Ja, ihr wisst es, der Blob. Das heißt, es rastet nicht gut ein und es fällt auch relativ leicht wieder raus. Also Vertrauen hätte ich so dazu nicht. Ich würde es also immer mit der Lasche zumachen, wenn ich es transportieren wollte. Sonst hätte ich Angst, dass ich das Messer verliere. Aber da merkt man auch den günstigen Preis von solchen Sachen. An diesen Stellen wird dann doch immer gespart. Und leider ist es eins der ersten Dinge, wo immer dran gespart wird, ist die Scheide. Das ist schade, weil in so einer Preislage gibt es auch durchaus Messer, die das wesentlich besser können. Ich will euch hier nur mal zeigen, hatte ich euch schon mal vorgestellt, das Fiskars K40 kostet 10 €. Und was ich euch eigentlich nur noch mal zeigen, oder besser gesagt hören lassen wollte, ist folgendes. Der Blob. Das ist ein gutes Zeichen. Das Messer sitzt fest in der Scheide. Die Scheide ist auch nicht die hochwertigste von den Fiskars, aber die erfüllt wenigstens ihren Zweck. Soweit haben wir uns das Messer angeschaut. Aber wir wollen ja Messer nicht haben zum Anschauen, sondern zum Schneiden. Und deshalb probieren wir das jetzt einfach mal aus. Was machen wir? Natürlich den klassischen Papierschneidtest. Wow, kann ich dazu nur sagen, das Messer ist standardmäßig sehr scharf. Also an der Schärfe gibt es nichts zu bemängeln. Oh, jetzt muss ich den Autofokus überreden, scharf zu stellen auf das weiße Papier. Also das ist wirklich eine saubere Schnittkante. Und wenn es das Papier so gut schneidet, habe ich auch keine Sorgen, dass ich damit nicht auch vernünftig schnitzen kann. Also das nimmt ordentlich Material weg. Und wenn ich kleine Löckchen fürs Feuer machen, schneiden will, das geht damit auch wunderbar. Fazit, liebe Freunde. Was halte ich jetzt von dem Messer? Etwas schade. Lieber Messerhersteller, CMGF, ihr habt hier eine große Chance verpasst. Ihr habt ein Messer für einen kleinen Preis, was super funktioniert. Für 8 € kriege ich ein Messer, was scharf ist, was ordentlich schneidet, was gut in der Hand liegt, was alle Möglichkeiten hat, ein gutes und günstiges Messer zu werden. Und dann scheitert es an 10 Cent für eine vernünftige Scheide. Vielleicht ist es in dem Fall doch ganz gut, ja, wenn man sich mal orientiert an den Sachen, die Marktführer sind, wie Mora oder Fiskars. Diese Scheide von Fiskars hier, die kann nicht teurer sein, weil sie ist nur ein Kunststoffteil, während eure Scheide aus mehreren Teilen besteht, ja, die zusammengenietet werden müssen. Und dieses eine Kunststoffteil funktioniert um Längen besser. Schade, schade, Chance verpasst. Vielleicht beim nächsten Messer. Aber sonst kann ich das Messer uneingeschränkt empfehlen. Es schneidet. Mehr kann man ja eigentlich von so einem Messer für 8 € nicht verlangen. Wenn ihr ein günstiges Messer sucht, könnt ihr ruhig zu dem CMGF, ich muss immer was überlegen, das kommt mir nicht so leicht von der Lippe, Messer greifen. Oder aber ihr legt noch 2 € drauf, geht zum nächsten Baumarkt und kauft euch das Fiskars K40. Müsst ihr selbst entscheiden. Ich hoffe, die Informationen haben euch ein bisschen geholfen, euch zu entscheiden. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir fleißig Kommentare, abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, ciao liebe Freunde. Lauf, der Abenteurer, immer voller Tatendrang auf seinem YouTube-Kanal. Da geht es richtig ab. Outdoor-Messer, Ausrüstungstest, er kennt sich aus. Mit ihm finden wir das Beste. Er ist dem Mann vertraut, mit seinem Rucksack am Rücken, immer gut vorbereitet. Er erkundet ferne Länder, egal ob Tag oder Nacht.